Und das müssen wir einordnen lassen von unserem USA-Experten, dem US-Journalisten Eric Kirschbaum. Guten Morgen, Eric. Guten Morgen. Knapp 11 Minuten hat diese Ansprache von Joe Biden gedauert. Wie ist dein Fazit? Ja, das war ein bisschen mehr als Wahlkampf, als seine Abschiedsrede. Er will noch 6 Monate da weiter wirken, aber er wollte auch die Grundlage für Kamala Harris gut legen. Es ist auch irgendwie schön, wenn ein Präsident, wenn jemand mit viel Macht freiwillig das Zepter aus der Hand gibt und jemand anderes gibt. Das gibt es zu wenig heutzutage, es gibt zu wenig in der Geschichte, aber er will an die Geschichtsbücher auch denken. Er hat auch seine Errungenschaften erwähnt und ja, er wollte ein positives Fazit ziehen zu dem, was er jetzt geschafft hat. Ja, es gibt aber weiter ja die Diskussion, ob er denn noch fit genug ist, überhaupt dieses Amt noch 6 Monate auszufüllen. Und auch, also mein persönlicher Eindruck war auch, der musste sich ja auch wieder so unglaublich Er hat so konzentrieren. genuschelt, ne? Er hat genuschelt ab und zu und nichts über Alter und Gesundheit erzählt. Ja, klar, also nicht der erste Präsident oder Amtsinhaber, der genuschelt hat, aber er hat so auch dargestellt, was er noch machen will. Frieden in Gaza, weiter an Umweltschutz arbeiten. Er will auch Krebs besiegen. Der hat eine Liste von Dingen aufgebracht, die er noch zu tun hat. Er hat noch 180 Tage, noch 6 Monate, ist nicht mehr lang, aber er wollte zeigen, dass er fit ist, das weiterzumachen. Und das ist nicht ernst, es wird keine ernsthafte Diskussion geben, ob er das aus dem Amt scheiden musste. Das ist ein bisschen, Republikaner wollten das sagen, aber es wird wahrscheinlich schnell verpuffen, diese Forderungen. Aber wie schätzt du die Chancen ein, dass er tatsächlich noch erfolgreich ist? Wir haben Israels Premier Netanyahu im Moment in den Vereinigten Staaten in Washington. Netanyahu hat eine kämpferische Rede gehalten, hat für seine Unterstützung geworben, hat seine Kritiker noch mal bloßgestellt im Prinzip. Und angeblich will er ja mit Biden heute was präsentieren, was die Geiseln angeht und eine Waffenruhe für Gaza. Wird das tatsächlich kommen? Nimmt Netanyahu Biden überhaupt noch ernst? Ich glaube schon. Ich meine, der Präsident der USA hat immer noch viel Macht, egal ob er ein lame duck ist oder nicht. Netanyahu weiß das auch. Das wäre ein Fehler sein, Biden nicht mehr ernst zu nehmen. Deswegen, die treffen sich im White House heute. Ich glaube, Netanyahu ist klug genug, Biden noch mit voller Respekt und Ernst zu nehmen. Wie sieht es denn dann aus mit Kamala Harris? Ich meine, gestern auch bei der Rede im Kongress, da waren, ich glaube, um die 50 Abgeordneten nicht dabei, auch aus Protest gegen die Politik von Benjamin Netanyahu. Auch Kamala Harris war nicht dabei. Auf was stellt man sich da ein? Also würde der Kurs dann noch ein bisschen schärfer werden in dieser Frage? Das ist eine gute Frage. Ich meine, Kamala fokussiert jetzt auf die Democratic Party, so einen und Wahlkampf zu machen. Und das macht sie eigentlich ganz gut. Was man liest, sie hat 100 Anrufe gemacht am ersten Tag. Sie hat die ganze Partei ganz schnell hinter sie gesammelt. Das ist ihr Fokus jetzt. Das ist Wahlkampf in den USA. Nur noch 3-4 Monate bis zum Wahltag. Und da liegt der ganze Fokus momentan. Und Trump attackiert sie wirklich mit einer Wortwahl, da muss man ja sagen, das ist ja martialisch. Die linkeste Liberale würde ins Ankommen, wenn sie gewählt wird. Und er spricht von einem neuen Opfer, das man jetzt schlagen muss. Also wie erklärst du diese drastische Wortwahl? Das ist doch voll auf Attacke. Das zeigt, dass Trump ein bisschen nervös geworden ist wahrscheinlich. Wir haben kurz einen Donald Trump gesehen, der ein bisschen mehr staatsmännisch war. Aber jetzt ist der alte Trump wieder da. Der fängt wieder an, über die gestohlene Wahl in 2020 zu reden. Und das ist ein total Verliererthema für ihn und die Demokraten. Viele Republikaner wollen auch nicht mehr über 2020 hören, aber Trump kann es nicht lassen und er fängt wieder an, da zu poltern und das wird ihm wahrscheinlich in diese Wechselwähler gar nicht helfen, wenn er weiterhin auf diese gestohlene Wahl 2020 erzählt. Eric Kirschbaum, unser USA-Experte, vielen Dank für den Besuch im Studio und vor allen Dingen diese Einordnung. Und es bleibt in den USA spannend auf jeden Fall. Gerne. Danke, Eric. Danke, Eric.